Dieses Wochenende war genügend Geld vorhanden für die Fütterung der Hungrigen. Hurra! Reis und Eier wurden am Freitag angeliefert, damit die Coroneros nicht nur faul rumlungern am Wochenende. Aber am Abend fing der Wind an stark zu blasen und nach Einbruch der Dunkelheit regnete es heftig. Ja toll, das wird morgen eine feuchte Essensausgabe. Also Coroneros, legt schon mal die Regenmäntel parat. Am nächsten Morgen regnete es dann, aber nicht mehr so heftig. Und um 7:30, wie schön, kam die Sonne raus und blieb auch tagsüber da. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Die Reis- und Eiercrew machte sich mit Elan an die Arbeit und im Hinterhof wurde die Registrierung vorbereitet. Und die Hungrigen versammelten sich schon Stunden vor der Ausgabe, um sicherzugehen, dass sie ihre Ration bekamen. Das macht auch Sinn, denn nicht nur in Europa explodieren die Preise, der Ukraine-Krieg macht sich leider auch hier bemerkbar. Der Preis für Treibstoff klettert fleißig, Eier, Fleisch und andere Nahrungsmittel werden regelmäßig teurer. Das bremst unsere Aktivitäten und das Spendenaufkommen verringert sich auch noch, weil jetzt viele für die Ukraine-Opfer spenden. Verständlich, aber für unsere hungernden Mitbürger eben doch schmerzlich. Genug gezetert, Coroneros an die Arbeit, ordnet die Warteschlange und registriert, die armen Menschen in der Sonne braten ja schon.
An der Hauptstraße wird alles hergerichtet und man ist bereit für den großen Andrang, der dann auch pünktlich kommt. Da so gut wie alle Beteiligten wissen, wie das abläuft, gibt es auch kaum Stockungen. Nur die Kleinen wundern sich, dass sie heute von einer einheimischen Coronera versorgt werden und nicht von einem blasshäutigen Ausländer. Aber die Geschenke kommen trotzdem gut an. Eigentlich sollten heute Yvonne und Ivo aus der Schweiz mithelfen und sich auch der Kinder annehmen. Die beiden sind erst vor ein paar Tagen in Phuket angekommen und am Freitag hatten sie den zweiten PCR-Test. Der war bei Ivo leider positiv. So können die beiden heute nicht bei der Verteilung mithelfen. Gute Besserung, Ivo, komm schnell wieder auf die Beine. Die Verteilung nimmt ihren Gang, Reis- und Eierberge schrumpfen und die Reihen der Hungrigen lichten sich langsam. Dann wird der Reisexpress für die Ärmsten bestückt und aufgeräumt und Prop und der Dino machen sich zum traurigsten Teil des Tages auf den Weg. Im Villenviertel wird als erstes die Mutter mit dem Kleinkind besucht. Die wartet schon sehnsüchtig auf die für sie etwas seltsamen Menschen, die, so hofft sie, wiederkommen, um Hilfestellung zu leisten. Ach, sieh mal an, die noble Hütte hat ja jetzt sogar eine Holztür und auch eine große Öffnung in der Wand, damit frische Luft reinkommt. Na, wenn das kein Fortschritt ist. Eier, Reis, Milch und Windeln für das Kind und was Prop noch so mitgebracht hat, heben die Laune sehr.
Auf einem Teil der Tour ist Ian von der Reiscrew mit dabei und hilft. Bei dem Mann, der nur trippeln kann, haben sich wieder starke Schmerzen in einem seiner Beine eingestellt. Er hat zwar Medizin, aber die scheint im Moment nicht gut zu wirken. Bei der Frau mit dem amputierten Bein fällt heute die Entscheidung, welcher Rollstuhl es nun sein soll. Und der Dino wird ihn direkt nach Rückkehr ins Büro bestellen. Und ihre Enkel nehmen wie gewohnt ihren Tribut in Empfang. Bei der steinalten Dame, deren Mann kürzlich gestorben ist, sitzen heute 2 Enkelinnen und der Enkel. Auch wenn die ihren Gatten nicht ersetzen können, so ist es doch ein Trost für sie, im Kreis der Familie zu sein. Rob und der Dino arbeiten sich langsam durch die Liste und versorgen ihre Schützlinge. Sie freuen sich über gute Entwicklungen und sind traurig über negative. Aber ihre Gedanken sind bei euch in Europa und ihre Herzen sind schwer, wenn sie daran denken, was die armen Menschen in Osteuropa gerade erdulden müssen, weil ein wahnsinniger Despot meint, über das Leben tausender ihm völlig fremder Menschen bestimmen zu können. Wir hoffen, dass dieser Wahnsinn bald ein gutes Ende findet und Liebe und Vernunft am Ende siegen über Größenwahn und Rücksichtslosigkeit. Bleibt stark und gebt nicht auf, eure Corona-Gang.